Seebäder und Backsteingotik. Damit lässt sich meine Reise in den Nordosten Deutschlands am besten umschreiben. Ich will die Hanse- und Welterbestadt Stralsund entdecken und auf die Ostseeinsel Rügen. Und um erstmal eine Idee von der Region zu bekommen, geht es in die St. Marienkirche. Denn die besitzt einen Turm, von dem aus ich alles im Blick habe. Hier in Stralsund werde ich mir den berühmten Goldschatz der Wikinger zeigen lassen und eine regionale Spezialität probieren. Außerdem freue ich mich ganz besonders darauf, die Vorteile der Insel Rügen in der Nebensaison kennenzulernen, wenn mal nicht so viele Besucher da sind wie im Sommer. Stralsund wurde 1234 gegründet, war Mitglied des mittelalterlichen Handelsbundes der Hanse und ist geprägt von der sogenannten Backsteingotik. Wegen seiner wertvollen Architekturzeugnisse zählt Stralsund seit 2002 zum Welterbe der UNESCO. Einen richtigen Hingucker gibt es auch im Hafen. Die 1933 gebaute Gorch Fock, ein ehemaliges Segelschulschiff. Geschichte zum Anfassen gewissermaßen. Hier in der Kapitänskajüte residierten schon deutsche, russische und ukrainische Schiffsführer. Das ursprünglich in Hamburg gebaute Schiff kam nach dem Zweiten Weltkrieg als Reparationsleistung in die Sowjetunion und 1991 zur ukrainischen Handelsmarine. Seit 2003 liegt die Gorch Fock wieder in ihrem ursprünglichen Heimathafen und dient vor allem als Museum. Um den Erhalt des nicht mehr seetüchtigen Schiffs kümmert sich ein Verein, der darauf hofft, mit Hilfe von Spenden die alte Dame auch mal wieder aufs offene Meer zu bringen. Das hier war bis zum 16. Jahrhundert ein Kloster. Später dienten die Gebäude unter anderem als Arsenal, Zeughaus oder Schule. Seit den 1950er Jahren ist hier das Stadtmuseum von Stralsund. Zu den kostbaren Schätzen zählt dieser Goldschatz der Wikinger. Der wurde nach einer Sturmflut auf der benachbarten Insel Hiddensee gefunden. Ein Wikingerschatz in Stralsund, was hat es damit auf sich? Der Goldschatz von Hiddensee ist dadurch nach Stralsund gekommen, dass eine Frau damals, 1873, zu einem Goldschmied gekommen ist hier in Stralsund und wissen wollte, was dieses Teil wert ist. Es sah ja schon ein bisschen aus wie Gold. Und dieser Goldschmied hat dann den ersten Museumsdirektor Rudolf Bayer rangeholt und der hat sofort gesehen, es handelt sich hier um einen Teil der Wikinger. Und ja, es kamen dann immer wieder auf mysteriöse Weise Stücke zutage und dann ist dann eben unser Museumsdirektor Rudolf Bayer nach Hiddensee gefahren, hat mit den Fischern verhandelt und ja, so hat er es tatsächlich geschafft, 16 Teile dieses tollen Schmucks hier ins Museum zu bringen. Um was für Stücke handelt es sich denn hier? Kann man das nachvollziehen? Also das ist eine Kette, das erkenne ich. Bei dem Rest müssen Sie mir auf die Sprünge helfen. Ja, Sie haben schon sehr gut erkannt, diese Kette. Das ist das einzige Teil, was hier auch wirklich massiv ist aus Gold. Das ist aus mehreren Goldstäben gedreht. Dann haben wir hier als schönstes Objekt und als tollstes Objekt des Ensembles eine Fibel. Das ist eine Gewandschieße gewesen. Damals hat man mit so einer Brosche, sage ich jetzt mal, zum Beispiel ein Obergewand geschlossen. Das kam aus der fränkischen Hoftracht, diese eine runde Fibel, die man dann in der Tracht verwendet hat. Die Skandinavier hatten eigentlich ursprünglich 2 Ovalfibeln. Und dann haben wir einige, das sieht man auch ganz schön, diese Hängestücke, die haben auch richtig Hängeösen. Also die hat man auf eine Kette aufgefädelt. So ein Goldschatz ist wahrscheinlich nicht nur in Stralsund was ganz Besonderes. Ja. Gibt es sowas in Deutschland irgendwo nochmal oder generell in Europa? Also so einen Schatz, wie wir hier haben, gibt es nur einmal. Und die Wikinger haben auch eher in Silber gearbeitet, also so ein ganzes Schmuckensemble in reinem Gold. Also es ist fast reines Gold. Wir haben natürlich Materialanalysen machen lassen. Das ist, sucht seinesgleichen, sage ich jetzt mal. Also wenn Sie sich die Stücke genauer anschauen, sehen Sie, das ist wirklich die höchste Goldschmiedekunst, die man zu dieser Zeit erwarten kann.
Bevor ich meine Reise fortsetze, will ich unbedingt eine Stralsunder Spezialität probieren. Hallo! Ich habe gehört, wenn man bei euch auf die Ecke kommt, dann muss man Bismarck-Hering essen. Auf jeden Fall. Muss auf jeden Fall sein. Okay. Und nicht sogar auch Sherry, Matthias. Ich glaube, ich nehme den Bismarck. Den Bismarck? Das habe ich jetzt so oft schon gehört. Ja. Nehmen wir den Bismarck einmal. Ja. Gerne. Ein Bismarck bitte neu. Der Name geht auf den deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck zurück, der den Imbiss sehr geschätzt haben soll. Und dann gibt es noch einen Bärlauch, Matthias, zum Probieren dazu. Dann einmal den Bismarck. Was ist denn daran jetzt so besonders? Wie ist der denn zubereitet? Wie der zubereitet ist. Das ist Ja. immer, auf jeden Fall noch eingelegt, noch schön, dass er schön sauer wird. Ne? Mit Haut ist er so, wie es gehört. Sehr gut. Frisch gestärkt geht's weiter. Diese Brücke führt mich von Stralsund auf die Insel Rügen. Im Ostseebad Binz wurden 1870 überschaubare 80 Urlaubsgäste gezählt. Gegenwärtig kommen jährlich, vor allem in der Hochsaison, 500.000 Besucher. Jetzt im Winter kann ich mir kaum vorstellen, was hier im Sommer los sein muss. Und wie ihr seht, ist es in der Nebensaison fast wie früher. Kein Rummel, keine Massen, genau das Richtige für Ruhesuchende. Auf Rügen gibt es natürlich, wie es sich für eine Urlaubsinsel gehört, zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten. Hotels, Apartments und Ferienhäuser. Wer wie ich etwas ganz nah am Wasser sucht, der kann in Lauterbach fündig werden. Hier kann man schwimmende Häuser mieten und solche, die auf Pfählen im Wasser stehen, wie mir Geschäftsführer Till Jaich zeigt. Was für Leute kommen denn hierher? Wie ist das Publikum? Wie wird es angenommen? Im Sommer und in den Ferienzeiten viele Familien mit Kindern, die dann auch einfach hier toll ihre Zeit verbringen können, also segeln, baden, angeln und so weiter. Aber wir haben auch viele Gäste, die kommen wirklich nur im Winter. Also wir haben Stammkunden, die kommen seit Jahrzehnten, kann man schon fast sagen, jeden Winter 3-4 Wochenenden. Die wissen genau, was sie erwartet, haben ihr lieblingsschwimmendes Ferienhaus, bringen ihren Rotwein und die Pasta mit und dann schalten sie das Handy aus und haben ein gutes Buch dabei und genießen wirklich auch gerade die Ruhe im Winter. Inspiriert sind die Pfahlhäuser an der Südküste von Rügen von ähnlichen Häusern auf den Malediven. Auch was die Inneneinrichtung angeht. Zwar habe ich Rotwein und Pasta nicht mitgebracht, aber ein gutes Buch. Meine letzte Station auf der Insel Rügen führt mich noch einmal an den Strand von Binz. It's the last goodbye, I swear. Hier gibt's im Winter Glühwein und ein wärmendes Feuer. On a dime a day love that don't go anywhere. I learned to cry for someone else. Zeit für ein Resümee. On an odds and ends love. Vom Goldschatz in Stralsund bis zum Naturerlebnis auf Rügen. Wer der Geschäftigkeit der Großstadt und dem alltäglichen Stress entkommen will, für den lohnt sich eine Reise an die Ostsee, ganz besonders in der Nebensaison.